Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Max Bröcker und ich habe heute etwas Besonderes mit euch vor. Beim Konstruieren verwende ich, wie wahrscheinlich die meisten auch, den Bohrungsassistent, um Löcher, Bohrungen oder Gewinde zu schneiden. Das möchte ich einmal trotzdem kurz demonstrieren. Ich habe hier meinen Grundkörper, öffne einmal den Bohrungsassistent und möchte zum Beispiel eine M4 Gewindebohrung einsetzen. Hier einmal die Gewindebohrung nutzen, dann die Größe auswählen mit M4 und ich sage einmal durch alles durch. Hier unten könnte ich jetzt noch einstellen, wie auf der Zeichnung das Gewinde dargestellt werden soll, ob es noch verschiedene Gewindeklassen geben soll oder ob eine Formsenkung oben oder unten gewünscht ist. Außerdem habe ich noch die Möglichkeit, hier Toleranzen einzugeben, aber ich persönlich, wenn ich Zeichnungen erstelle, trage ich diese in der Zeichnung ein. Deshalb gehen wir jetzt einmal auf die Position, klicke einmal auf die Fläche, zum Beispiel hier oben links, und bestätige das einmal. Jetzt habe ich hier eine Gewindebohrung. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wenn ich verschiedene Features von Bohrungen in einem Loch vereinen möchte. Und hierüber gehe ich auf erweiterte Bohrungen und sehe hier diesen typischen Property Manager von SolidWorks. Einmal möchte Solid natürlich wieder, dass ich eine Fläche auswähle, was meine Grundfläche sein wird. Das ist bei uns hier einmal oben. Und hier habe ich jetzt einmal ein neues Fenster, was ja im Bohrungsassistent gerade nicht vorhanden war. Hier kann ich zum Beispiel verschiedene Features anwählen, wie meine Bohrung auszuschauen hat. Ich könnte eine zylindrische Senkung nehmen. Ich könnte eine Formsenkung benutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit für eine konische Gewindeöffnung oben und unten, sowie eine normale gerade Gewindebohrung und eine Bohrung. Wir wollen einmal mit einer Stirnsenkung oben beginnen und habe hier die Möglichkeit, über oder unter meinem Element, also unter diesem aktiven Element, etwas einzufügen. Da die Stirnsenkung mein erster Schritt ist, möchte ich ein Element unter dem aktiven einfügen. Und jetzt hätte ich zwei Stirnsenkungen von oben. Das geht natürlich fertigungstechnisch schon nicht, wenn der untere beispielsweise einen größeren Durchmesser hätte als der obere. Daher wählen wir hier einmal eine Bohrung zum Beispiel aus und könnte dann unter der Bohrung sagen, ich möchte aber mit einem Gewinde abschließen. Das heißt, ich wähle hier jetzt noch einmal das Gewinde aus. Man muss aber immer darauf achten, in dieser Definition wird die für jedes Feature einzeln erstellt. Das heißt, wir gehen das jetzt einmal gemeinsam durch. Ich habe oben eine Stirnsenkung. Die Norm möchte ich nicht auf ANSI-Inch lassen, sondern eine ISO-Norm. Kann hier den Typ von meiner Schraube auswählen. Ich möchte eine zylindrische Schraube mit Innensechskant nutzen, auch in der Größe, wie wir es im Beispiel genommen haben, M4. Könnte noch einzelne benutzerdefinierte Größen hinzufügen, aber ich möchte das jetzt einmal im Standard lassen. So, jetzt wähle ich einmal meine Durchgangsbohrung aus. Hier muss ich wieder einmal von der ANSI-Norm weggehen, auch wieder auf die ISO-Norm. Sage, ich könnte jetzt natürlich die Bohrergröße auswählen, wenn ich etwas Spezielles auswählen möchte. Ich könnte es mir jetzt aber auch in dem Fall einfach machen und sagen, ich möchte ein Durchgangsloch auch für M4 nutzen. In der Ausführung könnte ich natürlich noch einmal sagen, fein, normal oder grob. Bei mir in der Praxis war aber bisher immer der Standard eigentlich, dass wir normale Ausführungen nutzen und muss jetzt natürlich noch eine Länge oder eine Tiefe definieren. Ich zeige einmal, das Teil ist 10 mm hoch und daher soll meine Tiefe 5 mm betragen. Auch hier hätte ich jetzt noch einmal die Möglichkeit, eigene Bohrungsbeschreibungen hinzuzufügen, aber auch hier würde ich das immer im Standard lassen. Und jetzt definieren wir zu guter Letzt noch unser Gewinde. Auch hier sieht man wieder, dass es auf ANSI-Inch in der Norm zurückspringt. Hier wähle ich einmal ISO aus. Diese verschiedenen ISO-Normen oder die verschiedenen Normen grundsätzlich werden erst dann so wirklich interessant, wenn wir fertigungstechnisch außerhalb von Europa fertigen wollen. Da muss man sich dann aber wirklich mit den Normen einmal
auseinandersetzen, um zu wissen, welche Normen zum Beispiel in den USA oder in China gelten. Dann machen wir hier einmal eine Gewindebohrung, auch mit der Größe M4. Sagen einmal blind vom Durchmesser. Das sind auch diese Standardwerte, die lassen wir jetzt einmal. Und gehen auf die Positionierung. Jetzt kann ich wie im normalen Bohrungsassistenten einmal eine Bohrung freisetzen. Würde diese natürlich auch einmal richtig bemaßen. Zum Beispiel mit 35 und 15 und bestätige das einmal. Und jetzt sieht man sehr schön, dass ich hier 3 verschiedene Abschnitte habe. Ich habe einmal die Stirnsenkung, die Durchgangsbohrung fürs M4, das sieht man einmal hier. Und hier ganz unten 3,3 ist ja die Kernlochgröße für ein M4-Gewinde. Um das einmal zusammenfassend zu zeigen, habe ich 3 Bohrungen erstellt mit verschiedenen Konfigurationen und möchte diese einmal zeigen. In der ersten Bohrungspaarung haben wir jeweils eine Stirnsenkung oben und unten und in der Mitte ein Durchgangsloch für M4. Das ist zum einen möglich. Zum anderen hätten wir zweimal die Paarung, dass wir eine Senkung für eine Senkschraube haben, jeweils oben und unten. Und in der Mitte hätten wir jetzt wieder ein Durchgangsloch für M4. In dieser Position sieht es ein wenig eigenartig aus, da die Durchgangsbohrung nicht tief genug geht und so theoretisch die Senkung eben ein bisschen tiefer liegen würde. Das müsste man jetzt einfach nochmal ausgleichen, wenn man das fertigen lassen möchte. Und die dritte mögliche Paarung und auch zu zeigen, dass es da grundsätzlich in Solid keinen Unterschied gibt, wie es dargestellt wird, aber auf der Zeichnung wird man es dann später erkennen, dass eben in der Mitte ein Gewinde statt einem Durchgangsloch ist. Und hier haben wir die dritte Verbindung. Hier hätten wir einmal eine Stirnsenkung von oben, eine Senkung für eine Senkschraube und eben das angesprochene Gewinde statt einer Durchgangsbohrung. Ist alles in diesem Fall möglich. Jetzt möchte ich aber noch was Besonderes zeigen, was in SolidWorks 2024 und 2025 dazugekommen ist. Vielleicht habt ihr es auch schon gerade bei der ersten Erstellung gesehen, aber ich zeichne mal eine Skizze auf meinen vorhandenen Körper, definiere den in der Höhe 20, der Länge 40, bestätige das einmal und beende die Skizze. Jetzt kann ich einmal die erweiterte Bohrung wieder auswählen, definiere mein Tool, wieder so wie vorhin, einmal mit einer Durchgangsbohrung und einmal mit dem Gewinde unten. Definiere das noch einmal. Und man sieht hier schon, dass SolidWorks etwas auf unserem skizzierten Rechteck erstellt. Und zwar hier einmal die Durchgangsbohrung für M4 und die Gewindegröße M4. ISO. Und wenn diese Option eben an ist, dann erkennt SolidWorks automatisch, dass wir eine Skizze hier schon erstellt haben, auf die gemustert werden soll. Bei dieser Menge an Bohrungen, sage ich mal, kann man das einfach durch entweder ein lineares Skizzenmuster verwenden, indem man eine Bohrung definiert und diese dann mustert. Aber wenn man beispielsweise 10, 20, 30 verschiedene Bohrungen braucht und diese aber über ein Rechteck oder ein Kreismuster erstellen kann, dann würde es sich schon wieder anbieten, diese Funktion einmal zu nutzen. Ich kann hier auch noch einmal einstellen, wenn ich Bohrungen überspringen möchte, indem ich hier einmal in dieses Feld klicke. Dann sieht man auch schon, dass diese Bohrungen, der Mittelpunkt davon, pink geworden ist. Und wenn ich da einmal draufklicke, werden die Bohrungen, ich nenne es mal, unterdrückt. Der Vorteil dabei ist, wenn ich wieder ins Feature reingehe, kann ich diese auch wieder aktivieren. Das heißt, je nachdem, wie sicher ich mir in meiner Grundkonstruktion bin, kann ich diese Bohrungen einmal schon nutzen oder für den späteren Zeitpunkt mitdefinieren. Zum Beispiel möchte ich jetzt nur an meinen Außenkanten oder an meinen Eckpunkten außen Bohrungen setzen. Das heißt, ich klicke einmal hier in den Ursprung und schon ist diese Bohrung verschwunden. Ich kann es einmal bestätigen
Und jetzt sieht man wieder schön, dass die Bohrungen außen gesetzt wurden, die mittlere aber nicht. Abschließend könnte man zu den Skizzenoptionen noch einmal sagen, dass die beiden Skizzenoptionen eigentlich nur dann zum Einsatz kommen, wenn bestehende Skizzen zur Positionierung von Bohrungen verwendet werden können. Dabei können Bohrungen automatisch an Endpunkten, Eckpunkten oder Konstruktionsgeometrien erzeugt werden. Für einzelne Bohrungen oder klassische Positionierungen haben diese Optionen in der Regel keine Auswirkung. Ich hoffe, das war ein spannender Einblick in erweiterte Bohrungen und ich freue mich auf das nächste Mal.